Viele Menschen werden mit Bitcoin Geld verdienen. Aber 90% werden trotzdem am Ende verlieren. Nicht, weil Bitcoin scheitert, sondern weil sie immer wieder denselben fatalen Fehler machen. Und wenn du ihn heute nicht erkennst, wirst du ihn auch machen. 90% der Bitcoin-Investoren werden diesen Fehler bereuen. Viele Menschen glauben, dass sie mit Bitcoin verlieren, weil der Markt crasht, weil Regierungen eingreifen oder weil die Blase platzt. Aber die Wahrheit ist viel einfacher und viel unangenehmer. Die meisten verlieren nicht wegen Bitcoin, sie verlieren wegen ihres eigenen Verhaltens. Der größte Fehler, den 90% der Bitcoin-Investoren machen, ist nicht zu spät zu kaufen. Es ist nicht zu wenig zu investieren. Es ist auch nicht den falschen Zeitpunkt zu wählen. Der größte Fehler ist, sie verkaufen zu früh. Bitcoin bewegt sich in Zyklen. Das war 2013 so, 2017, 2021 und es wird sehr wahrscheinlich wieder passieren. Nach starken Anstiegen kommen heftige Korrekturen, 30%, 40%, manchmal sogar 60%. Und genau in diesen Phasen passiert es. Panik setzt ein. Medien berichten negativ, Freunde sagen, ich hab's dir doch gesagt. Und plötzlich fühlt sich eine langfristige Investition wie ein Fehler an. Viele verkaufen dann, nicht weil sich die fundamentale Situation geändert hat, sondern weil der Preis gefallen ist. Emotion schlägt Strategie. Und hier liegt das Problem. Wer in einem langfristigen Asset kurzfristig denkt, wird fast immer verlieren. Bitcoin war noch nie eine gerade Linie nach oben. Es war immer ein extremer, volatiler Weg mit massiven Schwankungen. Aber historisch gesehen wurden genau die belohnt, die durch diese Schwankungen hindurchgehalten haben. Schauen wir uns das Muster an. In jedem großen Zyklus gab es Phasen, in denen Bitcoin totgeredet wurde. 2018 nach dem Crash, 2020 während der Unsicherheit. Immer wieder hieß es, jetzt ist es vorbei. Und trotzdem kamen neue Allzeithochs. Die Mehrheit verkauft im Schmerz, die Minderheit hält im Zweifel. Und genau deshalb verdienen langfristig so wenige wirklich Geld. Ein weiterer Fehler ist fehlende Strategie. Viele investieren ohne klaren Plan. Kein Zeithorizont, kein Risikomanagement, kein realistisches Szenario. Sie kaufen, weil der Markt steigt und verkaufen, weil er fällt. Das ist kein Investment, das ist Reaktion. Wenn du Bitcoin als langfristigen Wertspeicher siehst, musst du auch langfristig denken. Das bedeutet nicht blind zu halten. Es bedeutet, einen klaren Plan zu haben, zu wissen, warum du investiert bist und zu wissen, bei welchem Szenario du deine Meinung ändern würdest. Der Markt testet deine Überzeugung, nicht einmal, sondern immer wieder. Und die Wahrheit ist unbequem. Die meisten Menschen sind emotional nicht bereit für diese Volatilität. Sie unterschätzen, wie schwer es ist, 40% Minus im Portfolio zu sehen und ruhig zu bleiben. Deshalb werden 90% diesen Fehler bereuen. Nicht, weil sie nie investiert haben, sondern weil sie genau im falschen Moment ausgestiegen sind. Vielleicht ist die wichtigste Frage also nicht, wird Bitcoin steigen oder fallen, sondern wirst du einen Plan haben, wenn es wieder turbulent wird? Schreib mir in die Kommentare, hast du schon einmal zu früh verkauft oder bist du jemand, der langfristig hält? Am Ende entscheidet nicht der Markt über deinen Erfolg, sondern deine Disziplin. Und genau das unterschätzen die meisten.